Ich heiße Tim Chong-se Angst. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und meine Mutter ist von Südkorea. Also ich würde schon sagen, ich bin ein Schweizer. Also bei meiner Mutter ist es so, dass meine Mutter ist adoptiert und sie ist als Kind ist sie in die Schweiz gekommen und sie hat dann erst mit 20 ihre Wurzeln suchen. Und die hat sie dann auch gefunden. Darum haben wir nicht direkt die Kultur gehabt. Also wir haben die Kultur wie erst lernen kennen mit unserer Mutter. Also sie hat die vor allem erforscht und durch das haben wir sie auch mitbekommen. Und unter anderem sind wir halt als Kinder auch oft in Korea gewesen. Halt dann auch Familie besuchen und so durch das hat man dann die koreanische Kultur mitbekommen. Also ich fühle mich verbunden mit Korea auf eine gewisse Art, aber ich würde nicht sagen, ich bin ein klassischer Koreaner oder ich habe so viele koreanische Sachen an mir. Also weil ich bin halt gleich als Schweizer aufgewachsen und habe so wie Schweizer Züge. Und auch wenn ich in Korea bin, bin ich für die der grösste Europäer. Also ich kann nicht Koreanisch und meine Mutter kann auch nicht Koreanisch. Also wenn ich in Korea bin, dann tun wir uns grösstenteils einfach über Google Translator oder halt mit Händen und Füßen, wie es geht, kommunizieren. Also doch, ich bin schon Asiat. Ich verbinde nicht viel mit meinem zweiten Namen, mit meinem koreanischen Namen. Weil wenn ich in Korea bin, dann bin ich trotzdem der Tim und dann nennen sie mich auch nicht beim koreanischen Namen. Es ist halt wie so eine Erinnerung, dass ich gleich noch von jemand anders bin mit dem Namen. Trotzdem, ja, er ist nicht sehr wichtig für mich. Also für mich ist es nicht wichtig, Koreaner zu sein, weil ich mich nicht als Koreaner sehe. Also ich will nicht sagen, ich bin ein Koreaner oder da fühle ich mich eher auf die Schweizer Seite, weil da bin ich eher ein Schweizer. Also was mich am meisten hat geschockt, ist, wie ein Koreaner wohnen will. Bei denen ist ein ganz anderer Standard, dass man als Jugendlicher oder als Koreaner in einem Hochhaus wohnen. Für sie bedeutet auch, ein Hochhaus ist neu gebaut, also ist es modern. Und sie wollen in einer modernen Wohnung wohnen. Und das heisst, dass die Ärmeren sind eher so Einfamilienhäuser und kleinere Häuser und die Reichen die sind eher in Hochhäusern. Und das ist für mich einfach der komplette Gegensatz. Also es gibt ein paar, die erkennen sofort das Asiatische in mir und es gibt ein paar, die kommen nach 5-mal Raten nicht drauf. Das wird ja oft gefragt, mal, von wo bist du? Dann bin ich von Bern. Also ich finde das sowieso nicht so eine relevante Frage, von wo das man ist, oder wer das man ist. Der prägendste Grund ist halt schon die Sprache. Und durch die Sprache hast du dann halt auch die Orte und deine Freunde. Und wenn du jetzt eine andere Sprache würdest lernen und nicht mehr anders her würdest gehen, dann würdest du dann auch am meisten durch die Sprache mit den Leuten können kommunizieren und verbinden. Klar hat man als Kind immer auch mitbekommen, dass wir sind also ich habe 2 ältere Brüder, dass wir die 3 Asiaten sind, die 3 Reis oder so. Auf eine Art hat es mich eigentlich nie verletzt, weil wir sind halt Kinder und als Kind ist man halt gemein und da hat es halt ein gewisses Mobbing und wenn er mich halt als Asiat beleidigt, dann habe ich ihn halt als Italiener beleidigt oder weiss nicht was. Wir sind halt ein Kind und man muss halt nach so Sachen auch auf die leichte Schulter nehmen. Aber ich finde es allgemein wichtig, vor allem bei Adoptierten, dass die mal auch ihr Herkunftsland sehen. Darum finde ich es auch sehr schön, dass es bei meiner Mutter geklappt hat, dass sie auch die Familie gefunden hat. Es gibt auch viele andere, die eine andere Situation haben. Dann ist es schon sehr schwierig, dann hast du schon einen anderen Konflikt in dir.
Also ich habe schon das Gefühl, dass mir etwas fehlen würde, wenn auch jeder mir sagt, eben, du bist Koreaner und du kommst von dort. Und das weckt ja dann auch irgendwann das Interesse, dass du mal willst sehen, von wo kommt meine Mutter, aus welchem Land kommt sie. Und somit, von wo stamme ich ab. Zugehörigkeit ist, wenn du einen Freundeskreis hast und jeder in diesem Freundeskreis voll respektiert und anerkannt und das gegenseitig passiert.